Was fasziniert uns an ihm? Was hat ihn zu der Person gemacht, die er heute ist? Was bewegt Menschen dazu, ihn zu hassen, ihn zu besuchen? Metal-Leute und willkommen. Dies ist die Geschichte des Drachenlord. Am 16. Juli 2015, in den frühen Morgenstunden, also nur kurz nach dem Feuerwehreinsatz, streamte Rainer erneut auf YouNow und forderte von seinen Fans, seine Videos zu liken und drohte sonst mit YouTube aufzuhören. Dann rief er alle YouTuber auf, ihn in seinem Kampf gegen die Hater zu unterstützen. So Leute, folgendes. Wenn ich den nächsten Stream machen soll, will ich 10.000 Likes. Klingt jetzt vielleicht nach Angeberei, aber ich will 10.000 Likes, bevor ich den nächsten Stream morgen mache. Und ja, ich will mit euch mal drüber reden, was jetzt die Sache ist. Und Drache gegen Hater würde jetzt als Kampagne gegen die Hater laufen. Ich erwarte davon, dass jeder YouTuber und jeder YouNower eventuell auch noch mitmacht später. Das soll als Kampagne gegen die Hater endgültig sein. Ich erwarte, dass wir da was reißen. Ja, lacht nur. Ich will, dass die Hater begreifen, dass wir als Metaler, als YouNower, als YouTuber, dass wir als Zuschauer und Fans wesentlich mehr Macht und wesentlich mehr Fähigkeiten gegen die Hater besitzen. Ja. In Zukunft möchte ich will schauen, dass es hinhaut. Ich möchte, dass alle, wirklich alle versuchen, die gegen Haters sind, auf diesem Drache gegen Hater Stream zu sein, dass die Leute wirklich in diesem Hashtag Drache gegen Hater dieses Hashtag verwenden. Sei es auf Twitter, sei es auf Facebook, sei es auf YouTube. Die Hater sind jetzt so weit gegangen, die haben es jetzt tatsächlich geschafft, die sind hergegangen, haben einen Großalarm bei mir ausgelöst. Angeblich würde bei mir alles brennen. Haben jetzt alles gemacht. Wenn ich auf YouTube weiterhin Videos machen soll, wenn ich weiterhin streamen soll, dann möchte ich jetzt eine Reaktion von den Fans. Ich möchte, dass ihr in Zukunft immer liked, wenn ihr hier seid. Die, wo mich noch nicht abonniert haben, hoffe ich, dass mich abonnieren. Oder hier im Fall von Fan werden. Ich habe schon mit anderen YouTubern gesprochen, mit ein paar wenigen. Eigentlich habe ich bloß mit dem dunklen Parameter im Moment gequatscht. Der hat mir allerdings noch nicht geantwortet, hat es wahrscheinlich noch nicht gesehen, ist ja auch kein Ding. Hat ja auch viel zu tun. Drache gegen Hater soll jetzt richtig gepusht werden. Auf Twitter möchte ich, dass es in den Trends landet. Was es anscheinend nicht tut im Moment. Im Hintergrund läuft Equilibrium, das Lied Unbesiegt. Das soll ein Zeichen gesetzt werden. Rainer erklärte, er wolle, dass andere YouTuber, wie etwa Masterjam oder Unge, Videos gegen Hater machen und den Hashtag Drache gegen Hater verwenden. Wie genau ein Hashtag in der Lage sein soll, den Hate zu beenden, erläuterte er jedoch nicht. Ich möchte, dass andere YouTuber auch ein Video machen zum Thema Hashtag Drache gegen Hater. Allerdings lasse ich anderen YouTubern die Möglichkeit, Dankeschön, Herr Moderator, allerdings lasse ich anderen YouTubern die Chance, dass sie nicht Drache gegen Hater, sondern zum Beispiel Masterjam gegen Hater, Appleboy gegen Hater, was auch immer, verwenden. Masterjam hat sich jetzt gegen mich ausgesprochen, hat mich geblockt, bitteschön, soll er machen. Er kündigte an, am nächsten Tag um 8 Uhr ein Video hochzuladen. Sollte dieses Video nicht mindestens 1000 Likes erhalten und mehr Likes als Dislikes bekommen, so würde Rainer mit YouTube aufhören. Ich weiß, dass ich viele Fans habe, ich weiß, dass ich mehr Fans als Hater habe und ich weiß, dass meine Fans stärker sind. Viel stärker als Hater. Wenn es morgen online ist und es nicht innerhalb von 3 Wochen, ich werde eine Zeitfrist, ich werde einen Countdown setzen. Wenn es nicht innerhalb von 3 Wochen, 8 Uhr, wenn es nicht innerhalb von 3 Wochen Minimum 1000 Likes hat, war's das. Dann gibt es keine Videos mehr. Dann haben die Hater gewonnen. Aber dann haben die Hater nicht gewonnen, weil ich verloren habe,
sondern haben die Hater gewonnen, weil ihr nicht imstande wart, die Hater zu besiegen. Übrigens, ich möchte Minimum 10.000 Likes auf diesem Video, auf diesem Stream, bevor ich offline gehe. Ansonsten werde ich auch keinen Stream mehr machen morgen. Dann werde ich erst übermorgen einen Stream machen oder überhaupt, wenn überhaupt, nochmal. Wenig später erschien die Polizei dann erneut, angeblich um Rainers Spielzeugpistole zu konfiszieren. Der Polizist riet Rainer auch, sich aus dem Internet zurückzuziehen. Nein, die liegt ja unten im anderen Raum. So Leute, Klasse gemacht, ne? Ja gut, aber es ist halt so, wenn Sie, je mehr Sie jetzt da im Internet da erzählen von den Aktionen, umso mehr... Kleinen Moment. So, schön gemacht, das war's, morgen ist nichts mehr. Tschüss. Am selben Tag veröffentlichte auch das Regenbogenschaf ein Video, in dem er das Auslösen des Fehlalarms eindeutig verurteilt. Das versprochene Video um 8 Uhr kam nie. Dafür lud Rainer später das Video Kurzvlog Nummer 8 Keine Zeit und viel zu müde hoch, in dem er erklärt, dass es keine Livestreams mehr geben soll und kündigt neue Folgen von 4 Drachen und der Metal an. Mittlerweile hatte Rainer es auch auf die Webseite der Freiwilligen Feuerwehr Emskirchen geschafft. Doch schon am 17. Juli streamte Rainer wieder. An diesem Tag schaffte es Ariella auch, Rainers Eis aus dem Gefrierschrank zu stehlen, woraufhin Rainer sich im Stream beschwerte. Am 18. Juli erschien auch ein Video, in dem ein Hater das Grab von Rainers Vater besucht und eine Dose Monster Energy darauf stellt. Am 19. Juli wurde Rainer von einem Lachshow-User besucht und erhielt von diesem einen Geschenkkorb. Am 20. Juli 2015 wurde der Altschauerberg-Anzeiger ins Leben gerufen und begann, über den Drachenlord zu berichten. Die nächsten Tage streamte Rainer trotz krankheitsbedingter Heiserkeit jeden Tag auf YouNow. Am 22. Juli erschien das Video Kurzvlog Nummer 9 Kurz schminken YouNow. Darin informiert er die Zuschauer mit heiserer Stimme, dass er gerade erst aufgestanden ist und in der Arbeit Nachtschicht hat. Er kündigt an, dass ihn am kommenden Wochenende ein Fangirl besuchen darf und ihn live auf YouNow schminken wird. Am 23. Juli lud Rainer das Video Kurzvlog Nummer 10 One-Taker hoch. Darin erklärt er, zu seinem Geburtstag nicht zu Hause zu sein, da er über das Wochenende Urlaub macht. Am 24. Juli wurden Rainers Facebook, Skype und YouNow gehackt. Daraufhin eröffnete Rainer kurzerhand einen neuen Kanal auf YouNow. Am 25. Juli tauchten schließlich alte Nacktfotos von Rainer im Internet auf. Daraufhin erschien das Video One-Taker Intimbilder von mir. Darin erzählt Rainer, es störe ihn nicht, dass die Bilder nun an die Öffentlichkeit gelangt sind. Dann erklärt er, sein Glied sei in Natura deutlich größer, als es auf dem Foto erscheint. Am 26. Juli war Rainer mit bandagierter Hand im Stream zu sehen und erklärte, sein Urlaub müsste aufgrund Spätschicht leider ausfallen. Am 27. Juli lud Rainer das Video #Lustlord1510 Folge 5 Live YouNow hoch. Darin behauptet er, schon mit 3 Männern geschlafen zu haben, aber mit noch keiner Frau. Dies, so gibt er an, belastet ihn in letzter Zeit stark. Am 28. Juli nahm Master Jam, der sich in der Vergangenheit bereits von Rainer distanziert hatte, wieder Kontakt mit ihm auf. Gerüchten zufolge, um sich bei Rainer über die Möglichkeit, mit YouNow Geld zu verdienen, zu informieren. Am 30. Juli erklärte Rainer auf Instagram, mit dem Gedanken zu spielen, ein Frühstück mit ihm an ein Fangirl zu verlosen. Am 1. August 2015 erschien dann das Video Frühstück mit einem Fangirl und mein GB. Darin kündigt er an, dass die Verlosung stattfinden soll und dementiert Sexismusvorwürfe. Dann äußert er sich noch zu seinem bevorstehenden Geburtstag und seiner Einsamkeit. Gut, dann würde ich sagen, das war's dann soweit von mir. Ich danke euch fürs Zuschauen. Jetzt werde ich erstmal 26 morgen und dann wieder mal ein Jahr mit, beziehungsweise ohne Sex. Katastrophal.
Wieder mal ein sexloses Jahrhundert. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei und bis dahin, euer Drachenlord. Ciao, Leute. Am 3. August erschien das Video Kurzvlog Nummer 11 Fangirl und Klicks. Darin erläutert Rainer, an einer Frau interessiert zu sein, bei der es sich nicht um Engelchen handelt. Dann sagt er die Verlosung des Frühstücks ab. Am 5. August streamte Rainer wieder auf YouNow. Im Zuge dessen wurde er nach seinen Sprachkenntnissen gefragt. Extreme little bit English. I can't, little bit extreme English. Extreme little bit English. Lies das mal. I am fine, I'm fine. How are you? Let's drive to Italy in the holidays. Ah ja. I learn extreme speed language. Ich weiß das Wort für fremd nicht. I learn with extreme speed. Moment, wartet. I learn with... verdammt. I learn... Stimmt das? Ich lerne? Also, I learn with speed, English and language when I interessiert, wie ist das englische Wort für interessiert mich? Also kurzum, ich lerne Fremdsprachen, wenn sie mich interessieren. Englisch interessiert mich nicht, deswegen habe ich mich mit Englisch nie befasst. Ich habe Sprachen schon immer schnell gelernt. Yes, I can more English. I speak only English. Was ist denn das Wort für selten? Ich frage halt immer meinen Kumpel, das ist ein Halbami, wenn ich irgendwas wissen will, frage ich den, der kennt sich da ganz gut aus. Aber an sich interessiert mich die Sprache halt einfach nicht. Ich finde Japanisch eine interessantere Sprache, hört sich auch schön an. Japanisch ist auch voll easy. Japanisch gilt als die schwerste Sprache der Welt. Aber ich habe halt immer schon, es war bei mir immer schon so, dass wenn ich mich für eine Sprache interessiere, auch die Sprache leicht lernen kann. Und ja, wenn ich jemanden hätte, mit dem ich die Sprache sprechen kann. Englisch ist da eigentlich eine relativ einfache Geschichte. Aber sobald es ins Schreiben und so weiter geht, habe ich Probleme. Und in Japanisch ist halt das Schreiben noch viel schlimmer, weil man nicht die gewohnten Buchstaben benutzt, sondern halt die haben auch spezielle Namen, fällt mir jetzt aber gar nicht ein. Am 6. August stellte Rainer ein Holzschild mit der Aufschrift Fuck auf Hater in seinem Hof auf. Am 7. August erschien #Lustleut1510 Folge 6 die Homo-Ehe. In dem Video behauptet er Engelchen immer noch zu lieben und spricht sich für die Legalisierung gleichgeschlechtlicher Ehe aus. Hier noch einige Aussagen aus dem Video. I don't care hat gefragt, viele Frauen hast du schon befriedigt? Fragezeichen. In dem Fall, mein Lieber, gehört eigentlich ein Ausrufezeichen hin, kein Fragezeichen. Ansonsten hättest du schreiben müssen, wie viele. 2, soweit ich weiß. Man muss dazu allerdings sagen, dass ich da nicht wirklich sexuell mit denen zu tun hatte, also nicht körperlich, sondern dass das lediglich über sexuelles Schreiben der Fall war. Ja, hört sich blöd an. Wenn die mich angelogen haben, ist es natürlich auch so eine Sache. Aber von dem ich weiß, sind es 2. Und das war lange bevor die Hater aktiv waren, beziehungsweise bevor die Hater mich überhaupt kannten. Also hat es mit den Hatern in dem Fall überhaupt nichts zu tun. Ganz ehrlich, ich muss sagen, ich hatte in meinem Leben bisher nicht die Erfahrung gemacht, dass es wirklich Frauen gibt, die Interesse an mir haben. Ich weiß, ich bin schon wieder so negativ, sorry. Aber es ist halt einfach eine Tatsache. So, Sebastian hat gefragt, kannst du dir vorstellen, dein Leben mit einem Mann zu verbringen, wenn es mit einer Frau nicht klappt? Nein. Wie ich schon gesagt habe, ich bin bisexuell, nicht schwul. Für mich ist es reine Sexualität mit Männern, nicht mehr und nicht weniger. Ich möchte mit Männern weder rumknutschen, noch möchte ich mit Männern irgendwie romantische Dates oder sowas haben oder sonstige Sachen. Für mich geht es bei Männern in diesem Bezug rein um Sex, nicht um mehr und nicht um weniger. Am 9. August entlarvte sich Unge, zumindest in Rainers Augen, durch einen Tweet als Hater.
Am 10. August erschien Kurzvlog Nummer 12, Drache ist vergeben. Darin verlautbart Rainer, nun eine Freundin zu haben. Die Rede war natürlich von Erdbeerchen. Am 13. August fuhr Rainer dann schließlich auf das Summer Breeze Festival. Dort wurde er mehrmals erkannt und machte Fotos mit Fans. Auch das Regenbogenschaf war auf dem Festival und traf dort eine Vielzahl anderer Hater. Erdbeerchen hingegen, deren Kommen von Rainer angekündigt worden war, tauchte nicht am Festival auf. Am 14. August dann veranstaltete Rainer ein Fantreffen auf dem Summer Breeze, wobei seine Fans lauthals seinen Namen riefen. Danach wurde Rainer von einigen Hatern geschubst, woraufhin er schnell Reißaus nahm. Als er am 15. August nach Hause kam, musste Rainer feststellen, dass nicht nur sein Fuck auf Hater-Schild von Arielle entwendet worden war, auch hatte irgendjemand seine Haustür mit Bauschaum verklebt. Angeblich hatten auch einige seiner Nachbarn aus Reaktion auf die zunehmenden Besuche von Hatern angefangen, Fahrzeuge mit fremden Kennzeichen zu beschädigen. Am 17. August veröffentlichte Rainer einen Post auf Facebook, in dem er einen Stream für Mittwoch, den 19. August ankündigt und Erdbeerchen als seine Frau bezeichnet. Am selben Tag streamte Rainer auch auf YouNow. Dort nennt er Erdbeerchen auch kurz aus Versehen Engelchen, entschuldigt sich dann aber gleich dafür. Dann spielt er auf den Wunsch von Erdbeerchen kurz einen Song von Dorian der Übermensch ab. Erschreckt stoppt Rainer das Lied und erklärt, dass es sich bei Dorian um einen Hater handelt. In dem Video Drachenlord, die einzige Liebe oder die Zerstörung vom 17. August kündigt Rainer erneut den Stream an, indem er Erdbeerchen eine wichtige Frage stellen will. Sollte sie diese Frage nicht bejahen, so würde Rainer seine Präsenz auf YouTube beenden. Auch kündigte er an, dass bis zum 19. keine Videos kommen sollen. Am 18. August erschien jedoch Summer Breeze 2015 Vlog. In dem Video zeigt er Aufnahmen, die er während des Festivals gemacht hat. Auch dementiert er das Gerücht, er würde Pfanddosen klauen, um damit Geld zu verdienen. Die Hater gingen davon aus, dass entweder Rainer Erdbeerchen nur erfunden hatte oder, falls sie doch real existiere, dass es sich bei ihr um einen Troll handele. Rainer jedoch glaubte endlich eine Freundin gefunden zu haben. Doch als sich die Anzeichen häuften, dass es sich bei Erdbeerchen um einen Hater handelt, schien das Rainer in seinem Vorhaben nur zu bestärken.